Ja, und da ich jetzt drin fertig bin, werde ich mir wohl mal eine andere Arbeit suchen. Ah, da war der Lichtschalter. Ah, das tat weh. Hey alle zusammen, da bin ich wieder, heute alleine und ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war es etwas ruhig die letzten Wochen auf unserem Channel, sprich es gab kein neues Video, was überwiegend daran liegt, dass einfach auch nicht viel Spannendes passiert ist hier, was wir euch zeigen konnten. Deshalb hier eine kleine Zusammenfassung unserer Arbeiten der letzten Woche. Jetzt heute wieder hier und ja, wie ihr da hinten vielleicht sehen könnt, habe ich angefangen die Spritzschutzwand zu streichen. Da waren ja einige rostige Stellen, die ich behandelt habe, gerade am Ansatz zum Unterboden, und die kriegt jetzt 2 Schichten Brandokoks und ist dann fertig für neue Dämmung. Da werde ich gleich weiter streichen und des Weiteren sind wunderschöne Blechteile gekommen. Einmal dieses hier und dieses hier. Ja, die Freaks unter euch werden erkannt haben, es ist die Wagenheberaufnahme für hinten und das Verstärkungsblech, wo die Wagenheberaufnahme drauf sitzt, und auch der Anschlag für den Längslenker. Ja, das Verstärkungsblech ist bei uns am Auto leider mit Löchern versehen auf beiden Seiten. Dementsprechend will ich sie gerne austauschen und ich werde jetzt schon mal versuchen, das auf der linken Seite zu machen. Einfach damit ich gerade ein bisschen weiterkomme. Hoffe, dass ich den langen Längslenker lösen kann, ohne dass sich die Hinterachse irgendwie verschiebt. Das werde ich mal vorsichtig ausprobieren. Dann wäre das nämlich cool, wenn ich das schon machen könnte. Ja, aber jetzt geht es erstmal ans Streichen. So, erste Schicht Brandokoks ist drauf. Und manch einer von euch wird sich vielleicht fragen, warum ich mir das so kompliziert mache und erst da vorne streiche und nicht schon den kompletten Innenraum. Alles recht einfach, weil wir müssen noch an verschiedenen Stellen schweißen, wie zum Beispiel an den Schwellern rechts und links oder an den Radkästen rechts und links hinten. Und dementsprechend kann ich da auch noch nicht wirklich lackieren. Und ich will aber auch schon mal ein bisschen was weg haben, dass schon mal ein bisschen was fertig ist. Dementsprechend mache ich jetzt die Teile, die ich schon machen kann, und habe die dann schon mal abgearbeitet. Es ist wie so vieles hier in der Garage ein kleiner Workaround aufgrund des geringen Platzes. Ja, für alle, die neu dabei sind, können wir vielleicht einmal eine kleine Roomtour machen, damit ihr versteht, warum wir Sachen machen, wie wir sie machen. Ja, hier ist die wunderschöne Garage und wie ihr sehen könnt, ist hier links noch halbwegs okay viel Platz. Da kann man also noch nebenher laufen und ja, hier so gar nicht. Das heißt, auf der Seite können wir eigentlich gar nichts machen. Und wir kriegen hier aber jetzt auch momentan die Tür nicht weit genug auf, um sie auszubauen. Was wir aber müssen, um den Schweller komplett zu ersetzen. Dementsprechend muss das noch warten. Hier vorne geht es einigermaßen. Also hier ist Lager, Werkbank, dort. Und ja, hier vorne geht's. Hier haben wir auf der Seite ein bisschen Platz. Da haben wir ihn ein bisschen von der Wand weggezogen. Das heißt, da kann man sich auch so reinquetschen und in dem Radkasten arbeiten.
haben wir ja alles schon gemacht. Ja, das heißt, momentan ist das nächste große Ziel, zu versuchen, dass die Vorderradaufhängung wieder zusammenkommt. Die Teile dafür sind fast alle fertig. Noch ein, zwei Teile, die noch im Keller lackiert werden momentan, und wenn die fertig sind, ja, wird das alles wieder zusammengebaut hier vorne. Dann können die vorne Räder dran und dann kann er auch mal wieder rausrollen. Wir können die Türen ausbauen und ja, ihn anders hinstellen, so wie wir ihn halt gerade brauchen. Momentan ist es schwierig ohne Vorderräder. Hier ist schon ein kleines Preview auf das nächste Video. Ein wunderschöner Lanoniver Zylinderkopf mit 6 Ventilen. Warum nur 6? Werdet ihr in dem dazugehörigen Video erfahren. Hier ja, die Innereien des Verteilergetriebes. Auch schon alles fertig. Da habe ich nur vergessen, die neuen Muttern fürs Gehäuse zu bestellen. Deswegen müssen die noch ein paar Tage warten. Ja, und jetzt werde ich mir wohl mal was Neues suchen. Ich habe gerade gesehen, dort unten, dort liegen noch 2 wunderschöne Antriebswellen, die auch noch mal ein bisschen überholt werden wollen. Sprich, damit werde ich jetzt weitermachen. Ja, soweit zu den Antriebswellen vorne. Die inneren Gelenke habe ich ab. Da kommen wahrscheinlich die Triebdruckgelenke dran. Die werde ich dann die Tage mal bestellen. Die äußeren, da brauche ich einen Abzieher für, glaube ich. Zumindest wüsste ich nicht, wie ich sie sonst abkriegen soll. Deswegen brauche ich da erstmal noch einen Abzieher, aber die würde ich auch gerne einmal sauber machen und neu fetten. Deswegen liegen die da erstmal noch eine Runde. Das heißt, damit kann ich erstmal nicht weitermachen. Zum Thema Unterboden. Und zwar hatte ich euch ja am Anfang des Videos die beiden Blechteile gezeigt. Die Wagenheberaufnahme und auch die Verstärkungsplatte. Wo ich eigentlich überlegt hatte, das jetzt schon anzugehen, aber ich zeige euch jetzt mal, warum ich mich dagegen entschieden habe. Ja, willkommen unter Oleg. Und hier, ja, das ist das Verstärkungsblech quasi, was hier schon aufgequollen ist. Und hier ja, quasi die Hälfte des Stahls schon weggerostet ist. Ja, dementsprechend kommt das Neue. Das sieht auf der anderen Seite ziemlich genauso aus. Auf der Seite kommt aber noch hinzu, dass hier der Holm quasi sich auch auflöst. Und mein ursprünglicher Gedanke war, erstmal habe ich vergessen, den zu bestellen. Deswegen ist es schwierig geworden, wäre jetzt das hier anzufangen. Aber anderes Thema. Ursprüngliches Plan war nur, das Teil zu ersetzen. Das geht ja irgendwie von hier bis hier, aber es ist leider sowohl auf der Seite eingeschoben wie auch auf der dort. Deswegen müsste ich da entweder das irgendwie ein bisschen anders basteln oder die Variante wäre jetzt das Teil hier auch noch zu ersetzen. Das ist auch hier schon angegammelt da drin. Das sieht auf der anderen Seite Gott sei Dank einiges besser aus, aber es ist hier zwischen auch schon ordentlich vergammelt. Das ist ja so eine Standardstelle, ist irgendwie. Ja, ob ich dann nicht einfach die beiden neu mache, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber ja, in den Radkasten werden wir wahrscheinlich auch neu machen, da das Blech über die Stoßdämpferaufnahme schon komplett verabschiedet hat. Ja, ich nicht weiß, wie man das wirklich ohne das Blech zu tauschen reparieren kann, weil ich das Blech zu tauschen, je nachdem wie viel, also das hier, je nachdem wie viel Aufwand das am Ende ist. Ja, aber da ich natürlich jetzt schwierig den Holm hier entfernen kann, solange die Hinterachse drin ist, müssen wir das hier leider noch mal vertagen, bis die Hinterachse raus ist. Das heißt, so lange geht es jetzt vorne weiter. Dann habe ich aber die Zeit genutzt, an der ich das nicht machen konnte. Und ja, habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, oder seht ihr jetzt, habe ich hier schon mal die zweite Schicht Brandtec Corex im Getriebetunnel aufgetragen. Da kommt dann jetzt noch mal einmal schwarz drauf und dann ist es ja auch schon soweit fertig, dass dann, wenn das Verteilergetriebe und das Getriebe fertig sind, die schon wieder rein können. Das wäre ziemlich cool. Ja, das heißt, das vertagen wir nochmal. Ich werde noch mal ein bisschen drüber nachdenken, aber wahrscheinlich werde ich die beiden Holmstücke neu machen. Und das heißt, wir müssen gucken, dass wir vorne fertig werden, damit Oleg endlich wieder rausrollen kann, wir mit den Schwellern anfangen können und irgendwann dann mal die Hinterachse machen können. Das war es erstmal mit dem neuesten Stand hier bei Oleg. Wie gesagt, passiert nicht viel momentan, aber bald wird es wieder in größeren Schritten vorwärts gehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann, ja,
Wie ihr gesehen habt, laden wir momentan nicht alle 2 Wochen hoch. Beim nächsten Video. Das Zylinderkopf-Video müsste eigentlich schon bald kommen. Von daher, macht's gut. Bis dann. Ciao.